zeige euch heute, wie ihr solche leckeren Schokokrossis mit nur 2 Zutaten selber machen könnt. Alles, was wir dafür brauchen, 300 Gramm Kuvertüre und 100 Gramm Cornflakes. Das sind ganz normale Cornflakes ohne Zucker. Wer möchte, der kann gehackte Haselnüsse dazugeben, 50 Gramm, oder Mandelstifte, 50 Gramm. Mag ich persönlich nicht, deshalb nehme ich einfach nur Vollmilchschokolade. So, wir beginnen jetzt damit, die Schokolade zu schmelzen. Dafür nehmen wir einen Edelstahltopf und kippen die Schokolade rein. Jetzt erhitzen wir einfach einen Topf mit Wasser. Einmal das Wasser aufkochen und dann wieder runterdrehen. Ich lasse das Wasser jetzt auf schwacher Stufe und dann stelle ich den Edelstahltopf einfach in das Wasser. Ihr müsst unbedingt aufpassen, dass eure Edelstahlschüssel hoch genug ist, weil auf gar keinen Fall darf Wasser aus dem Topf auf die Schokolade spritzen, sonst klumpt die Schokolade. Und jetzt warten wir einfach, bis die Schokolade geschmolzen ist. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen und jetzt können wir das zusammenkippen. Wir haben jetzt hier unsere 100 Gramm Cornflakes und kippen unsere 300 Gramm geschmolzene Kuvertüre dazu. Einfach alles auf einmal drüber kippen. Und jetzt heben wir die Schokolade einfach unter. Wie gesagt, wer mag, kann jetzt hier noch gehackte Haselnüsse oder Mandelstifte dazugeben. Ich würde sagen 50, 60 Gramm einfach dazugeben. Ich persönlich mag die Kombination Nüsse und Schokolade nicht. Ich finde es so einfach perfekt. So, und jetzt, wenn man kaum noch was von den Cornflakes sieht, dann ist das eigentlich richtig gut durchgemischt. Jetzt nehmen wir ein Blatt Backpapier und 2 Teelöffel. Und dann nehmen wir einen Teelöffel mit den Schokokrossis und kippen das auf das Backpapier. Und so lassen wir das dann trocknen. Es empfiehlt sich, die nicht ganz so dick zu machen. Und so machen wir das jetzt, bis die Schale leer ist. Das war's auch schon. Ich mache die jetzt fertig. Und dann zeige ich euch die, wenn die trocken sind. Ihr müsst die dann 3, 4 Stunden trocknen lassen, bis die Schokolade wieder fest ist. Ich würde sie nicht auf den Balkon stellen bei kaltem Wetter, weil die Schokolade dann kriegt sie irgendwie so komische Flecken. Deshalb lieber bei Zimmertemperatur ein paar Stunden trocken werden lassen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr müsst einfach mal schauen, welche Portion ihr am appetitlichsten findet. Ob ihr so große nehmt oder so kleine, die sind eigentlich auch ganz lecker, wenn man so ganz kleine Crossis macht, so wie hier. Ja, probiert es aus, lasst es in Ruhe trocknen und vor allem lasst es euch schmecken. So, das sind die fertigen Schokokrossis, so sehen die dann aus und sie schmecken einfach himmlisch. Vor allem, wenn sie so schön schokoladig sind. Mein Tipp, geizt nicht mit der Schokolade, nehmt lieber ein bisschen mehr Schokolade, das schmeckt einfach besser. Meine Empfehlung ist 1:3, 100 Gramm Cornflakes auf 300 Gramm Schokolade. Das ist meiner Meinung nach die beste Mischung. Na, dann lasst es euch schmecken. Guten Appetit!